Willst du unsere Liebe immer noch ignorieren, jetzt wo die ganze Welt davon weiß? Ein einziger Artikel. Unsere PR-Abteilung arbeitet bereits an einer Gegendarstellung. Du willst Lügen drucken lassen, damit es einen Skandal verhindert? Ich versuche nur, den Schaden so klein wie möglich zu halten. Das sind wir Eduard und unserem guten Ruf schuldig. Eduard, unser Ruf. Was ist denn eigentlich mit mir? Fürst Waldensteig. Diese Angelegenheit betrifft ausschließlich meine Tochter und mich. Nein, das glaube ich nicht. Gregor, bitte. Sie nehmen sich wohl immer alles, was Sie wollen. Egal, ob es die Vorfahrt ist oder meine Tochter. Die Situation ist doch eigentlich kompliziert genug. Wir sollten uns darauf besinnen, was wir gemeinsam haben. Was meint sie? Dieses bisschen Fachsimpelei über Helikopter? Wir lieben beide Luise. Jeder auf seine Art und Weise. Wir wollen aber beide, dass sie glücklich wird. Ich will das. Da haben Sie recht. Aber bei jemandem wie Ihnen, da bin ich mir nicht so sicher. Papa, bitte. Ich will das auch. Und ich kann Ihnen versichern, ich werde Ihre Tochter nicht enttäuschen. Sehen Sie, ich kann mir vorstellen, wie schwer das fällt. Loszulassen, vor allem jemanden, den man so sehr liebt. Aber irgendwann ist es an der Zeit und dann muss man das tun. Woher wollen Sie das wissen? Diesen Hubschrauber, den ich gemeinsam mit Luise flott mache. Ich selber werde ihn niemals fliegen können. Wieso tun Sie es dann? Weil ich nicht anders kann. Dann kann ich mich gewöhnen. An mir soll es nicht liegen. Ich glaube, du kriegst einen Kuss. Moin. Meinst du, du hältst es trotzdem noch ein bisschen mit mir aus? Es kommt drauf an. Überzeugt? Ich habe bei deiner Rede gestern richtig Gänsehaut bekommen. Aber ich fürchte, bei meinem Vater wird es nicht viel ausrichten. Dein Vater wird seine Meinung über uns nicht ändern, egal was ich sage. Aber wenn er bei diesem Interview von mir ein Bekenntnis verlangt, dann wird er das auch kriegen. Allerdings anders, als er sich das wünscht. Ich werde der ganzen Welt sagen, wie glücklich ich mit dir bin. Würdest du? Ich habe genug von diesen Heimlichkeiten, du nicht? Du warst immer offen und ehrlich zu mir. Und das will ich dir zurückgeben. Sie hat mich doch gebeten, den Termin für das Interview zu bestätigen. Es bleibt bei 11:30 Uhr. Sie konnten Luise doch überzeugen? Sie wird jetzt doch öffentlich dementieren? Ach was. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Was wollen Sie tun? Jedenfalls hat es keinen Sinn, sie weiter unter Druck zu setzen. Dieser Mann hat Ihrer Tochter vollkommen den Kopf verdreht. Ich erkenne sie kaum wieder. Ich dagegen schon. Das Temperament ihrer Mutter tritt immer deutlicher hervor. Und was diesen Gregor Mann angeht, sicherlich hat er nicht Eduards Stand und seine Manieren, aber er scheint ein anständiger Bursche zu sein. Und das ist heute selten genug. Soll das heißen, Sie wollen diese Verbindung akzeptieren? Obwohl der Name Waldensteig darunter leiden würde? Mit der Presse bin ich noch immer fertig geworden. Aber vielleicht gibt es ja noch eine Lösung, auf die wir noch gar nicht gekommen sind. Hi, Rebecca.
Was machst du denn hier so früh am Morgen? Nächtliche Privataudienz bei Prinzessin. Rühr mich nicht an. Nicht, dass es dich was angehen würde. Ich dachte immer, du bist ein straighter Typ. Hätte nicht gedacht, dass du so ein Tamtam mitmachst. Was für ein Tamtam? Luises Getue. Ihr strenger Vater, die Heimlichkeiten, der Skandal. Tönt dich das nicht total ab? Nein, das tönt mich nicht ab. Noch nicht. Aber warte erst Diese mal ab. Luise ist es wert. Dafür kann man das alles schon mal in Kauf nehmen. Und das Versteckspiel ist auch bald vorbei. Glaubst du nicht wirklich, dass sie jemals öffentlich zu dir stehen wird? Doch. Auch bevor du geduscht bist. Wirst schon sehen. Seit wann sind Sie so nervös vor TV-Interviews? Vielleicht, weil es was ganz Besonderes ist. Ich ahne, was Sie vorhaben. Aber bitte... Kein Aber. Ich habe mich dazu entschlossen. Ich werde der ganzen Welt sagen, wie sehr ich Gregor liebe. Luise, bitte. Ohne die Unterstützung Ihres Verlobten steht Waldensteig vor dem Ruin. Und Ihr Vater... Er hat selber zugegeben, dass er Gregor unter Umständen akzeptieren könnte. Woher? Sie haben gelauscht, Prinzessin. Ja, ich habe gelauscht. Wie hätte ich sonst rausbekommen können, was Papa wirklich denkt? Er findet Gregor anständig. Ich möchte Sie ja nicht in Ihrer Euphorie bremsen, Dann aber... lassen Sie es. Zum allerersten Mal habe ich das Gefühl, dass jetzt alles gut wird. Endlich. Ja, ist okay, vorab. Kannst du noch ein bisschen was geben? Es ist doch alles zu Ihrer Zufriedenheit. Bis jetzt ja. Noch können Sie es sich überlegen. Ja. Ja, hier ist gut. Ja. Ich begrüße heute ganz herzlich Prinzessin Luise von Waldensteig. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für dieses Interview zur Verfügung stellen. Wir wollen heute über das Museum sprechen, das Ihre Familie plant. Aber zuvor möchten Sie noch zu einem anderen Thema Stellung nehmen, Durchlaucht? Jüngst hat es ein wenig Wirbel um mein Privatleben gegeben und hierzu möchte ich ein paar klärende Worte sagen. Sie spielen damit auf den Bericht in der Glanz und Gloria an. Unter anderem. Nun, dann glaube ich, wird es in der Tat eine Überraschung geben. Das kommt ganz darauf an, was man erwartet. Ja, dann sagen Sie uns doch ganz einfach, was dran ist an dem Bericht. Haben Sie Ihren Verlobten betrogen? Ja, ich habe ihn betrogen. Ich liebe einen anderen Mann und ich möchte meine Verlobung lösen. Ja, das ist in der Tat eine Überraschung. Sind Sie wirklich entschlossen, so weit zu gehen für einen Mann, der Ihnen nie ganz gehört? Was meinen Sie damit? Nun, Gregor Mann ist unseren Informationen nach eher jemand für gewisse Stunden, denn für eine feste Bindung. Ein Callboy. Ja, wussten Sie das nicht?